Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Deutsch-Hörübung. Heute geht es um das Thema intensives und extensives Lesen. Was sind die Unterschiede und welche Vor- und Nachteile haben diese beiden Methoden? Ich werde in diesem Audio 5 unterschiedliche Punkte vorstellen, mit denen wir intensives und extensives Lesen vergleichen können. Zuerst einmal sprechen wir über die Zielsetzung. Was sind genau die Ziele, wenn ich intensiv oder extensiv lese? Das Hauptziel des intensiven Lesens besteht eben darin, ein genaues Verständnis des Textes zu erlangen. In anderen Worten gesagt, es beinhaltet das gründliche Studium von Texten oder die Analyse von Strukturen und Wortschatz, unter anderem auch das Erarbeiten von Details, die im Text stehen. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt extensives Lesen nehmen, dann ist das Hauptziel, dass man das Leseverständnis verbessert. Unter anderem soll man auch die Leseflüssigkeit verbessern. Also ich möchte mehr verstehen und ich möchte flüssiger lesen können. Es geht darum, dass man den Text im Großen und Ganzen verstehen kann. Weiter geht's mit Punkt Nummer 2, dem Umfang. Wie ich schon ein bisschen erwähnt habe, ist der Umfang bei intensivem und bei extensivem Lesen etwas unterschiedlich. Beim intensiven Lesen konzentrieren wir uns auf kurze Texte oder auf Passagen, also ganz idealerweise oder typischerweise bei Lehrbüchern, die nur kurze Texte beinhalten. Und man nimmt sich Zeit, um jeden Abschnitt sehr sorgfältig zu analysieren und zu verstehen. Ein relativ großer Unterschied dazu ist das extensive Lesen, wo es darum geht, größere Mengen von Texten zu lesen, wie zum Beispiel in Büchern, wie ich erwähnt habe, oder auch bei längeren Artikeln, zum Beispiel PDF-Dokumente von mehreren Seiten, oder auch typischerweise, wenn man Romane liest. Und der Schwerpunkt dabei liegt beim Gesamtverständnis, ohne jedes Detail erfassen zu müssen. Ich denke hier auch an meine eigene Zeit zurück. Ich habe passiv auf Spanisch schon sehr, sehr viele Bücher lesen können, aber ich konnte damals trotzdem nicht sehr gut sprechen. Und jetzt gehen wir zum Punkt Nummer 3, zur Geschwindigkeit. Vielleicht kannst du dir schon ein Bild davon machen, welche Lesemethode oder welche Leseart etwas schneller und etwas langsamer sein wird. Beim intensiven Lesen liest man dann in einem langsameren Tempo, ganz klar, um jeden Abschnitt zu verstehen und die wichtigsten Informationen zu extrahieren, also aus dem Text entnehmen zu können. Ich möchte die wirklich destillierte Form des Textes in mein Gehirn bekommen. Und dies erfordert natürlich eine höhere Konzentration und es ist auch anstrengender. Und das exzessive Lesen ist dann in einem schnelleren Tempo, wo es darum geht, den allgemeinen Inhalt des Textes zu verstehen. Ja? Also das heißt, die Geschwindigkeit kann zwar schon variieren, weil wenn man ein erfahrener Leser ist, wird man auch schneller lesen, oder wenn man ein höheres Niveau in der Fremdsprache hat, wird man auch schneller lesen können. Aber normalerweise ist beim extensiven Lesen die Lesegeschwindigkeit etwas schneller. Und somit kommen wir zum Punkt Nummer 4, das ist das Vokabular und die Grammatik. Also, intensiv bedeutet ja schon, dass man sich sehr auf die Details konzentriert und beim intensiven Lesen liegt daher der Fokus auf dem Erlernen von neuen Wörtern, von Phrasen und auch von grammatischen Strukturen. Also kann der Lernende auf diese Weise den Text sehr detailliert analysieren, unbekanntes Vokabular natürlich nachschlagen, also man kann auch immer wieder stoppen und im Wörterbuch nachsehen, was das heißt. Man kann sogar eine längere Pause einlegen und dann die Grammatikregeln noch einmal nachsehen. Und beim extensiven Lesen ist es eben ein anderer Ansatz, eine ganz andere Herangehensweise.
Es geht darum, das bereits gelernte Vokabular und die grammatischen Strukturen in gewisser Weise anzuwenden und zu festigen. Also normalerweise, wenn man extensiv liest, dann hat man schon ein gewisses Niveau erreicht und muss nicht bei jedem zweiten, dritten Wort nachschlagen und schauen, was das Wort bedeutet. Denn der Schwerpunkt liegt auf dem kontinuierlichen Lesen. Es soll eben flüssig weitergehen, um das Verständnis und auch die Vertrautheit mit der Sprache zu verbessern. Also du siehst, hier geht es auch darum, welches Niveau man in der Sprache schon erreicht hat. Der 5. Punkt bespricht noch einmal die Frage der Vor- und der Nachteile. So, beim intensiven Lesen kann man zusammenfassend sagen, dass die Vorteile darin bestehen, dass man ein besseres Verständnis der Texte und einen detaillierten Einblick in Vokabular und Grammatik erhalten kann. Das heißt, hier geht es sehr in die Tiefe der Sprache, in die tiefen Strukturen. Der Nachteil ist, wenn ich natürlich sehr in die Tiefe gehen will, dann bin ich auch langsamer. Die Masse an Text, die man lesen kann, ist sehr beschränkt. Und das heißt auch, wenn ich mehr Zeit für einen kleinen Text, für einen kurzen Text brauche, also ich bin weniger anderen Textstilen ausgesetzt. Ich lese oder ich sehe weniger unterschiedliche Textarten. Und das kann auch ein Nachteil sein. Beim extensiven Lesen haben wir den Vorteil, dass wir flüssiger und schneller lesen können. Ich werde auch ein ganz anderes Erfolgserlebnis haben, wenn ich auf einmal ein ganzes Buch, 200, 300, 500 Seiten in einer anderen Sprache gelesen habe. Ich werde stolz auf mich sein. Ich werde mir denken, wow, super, ich habe ein anderes Buch komplett in einer anderen Sprache gelesen und das ist einmal der Vorteil davon. Und wenn man schneller liest, flüssiger liest, kann man auch unterschiedlichere Textarten lesen. Also einmal einen Roman, dann vielleicht ein wissenschaftliches Buch, dann wieder einen Krimi und so weiter oder eine Biografie und so weiter und so fort. Aber der Nachteil davon ist ganz klar, dass man vielleicht ein unvollständiges Textverständnis hat. Wenn man einfach zu schnell liest, dann kann man auch sehr viele wichtige Kleinigkeiten verpassen und nicht erfassen. Ich habe auch weniger Fokus auf Vokabular und Grammatik. Also ich kann im Großen und Ganzen verstehen, was in dem Text steht. Aber vielleicht hilft es mir nicht so sehr, mein Sprachvermögen und meine Sprachkenntnisse in der anderen Sprache zu trainieren, weil ich eben nicht so bewusst das Vokabular erfasse. Und damit sind wir schon am Ende dieser Audiolektion angekommen. Ich hoffe, es war interessant und es war auch erhellend, ein bisschen etwas über Sprachlernmethoden zu lernen. Wir sehen uns im nächsten Video. Alles Gute und habt noch einen schönen Tag.